Herzlich willkommen beim heutigen Infobreak Kapitalmarkt Update. Fast ist man ja gewillt, von einem pünktlich gestarteten Sommerloch bzw. einer Sommerflaute sprechen zu wollen. Doch Vorsicht, immer wenn man glaubt, dass am Kapitalmarkt Ruhe herrscht, kommt von wo auch immer prompt Spannung, Aufregung und Volatilität daher. Also wollen wir es mal nicht verschreien. Zumindest datenseitig gab es aber einiges an Impulsen, über die ich gerne berichten möchte. Nachdem ihr in der Vorwoche auf diesem Kanal von meinem Kompagnon Larry über Konjunkturvorlaufindikatoren aus dem Servicebereich informiert wurdet, möchte ich euch die jüngsten Veröffentlichungen der Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe nicht vorenthalten. Grosso modo, also im Großen und Ganzen, fielen die Daten unter den Erwartungen aus und lagen zudem weitgehend im stagnierenden Bereich, also unterhalb der 50er-Marke, wie man aufgrund der Farbgestaltung auf der eingeblendeten Heatmap erkennen kann. In der Eurozone schrumpfte der BMI Einkaufsmanager-Index für das verarbeitete Gewerbe von 44,8 im Mai auf aktuell 43,4 stärker als ursprünglich angenommen wurde, wobei vor allem die Daten aus Deutschland und Italien negativ überraschten. Die Umfragen in Spanien und Frankreich fielen leicht besser als befürchtet aus, wobei aber nur in Frankreich eine Verbesserung im sukzessiven Monatsverlauf erzielt werden konnte. Und auch die US-Juni-Daten für das verarbeitende Gewerbe fielen enttäuschend aus. Hier kam es mit einem Indexstand von 46 zu einem weiteren Rückgang, der noch dazu den niedrigsten Stand seit Mai 2020 markierte. Positiver Nebeneffekt der schwachen Nachfrage ist, dass auch die Preiskomponente von 44,2 im Vormonat auf 41,8 gesunken ist, was die Hoffnung, dass sich die Fed schon nahe ihres gewünschten Zinsgipfels befindet, unterstützt. Apropos Notenbanken, was gibt es da so an Gerüchten und Gossip oder wie man hier in Wien auch so schön sagt, an Passenatratsch? Nun, die nächsten geldpolitischen Schritte der US-Notenbank sowie der Europäischen Zentralbank lassen ja nicht mehr allzu lange auf sich warten. So lässt Christine Lagarde, die Grande Dame der EZB, wohl keinen Zweifel daran, dass ein weiterer Zinsschritt bereits am 27. Juli bevorsteht. Die Kapitalmarktteilnehmer rechnen daher mit einer weiteren Anhebung des Einlagesatzes um 0,25% auf 3,75%. Schon einen Tag vorher, nämlich am 26. Juli, findet das FOMC-Meeting, also das Treffen der US-Notenbanker, statt. Mit großer Spannung wird wohl der Entscheidung um einen weiteren und womöglich letzten Zinsschritt nach oben entgegengefiebert. Wie ihr euch wohl erinnern könnt, hat man ja beim letzten Meeting vor 3 Wochen eine Zinspause eingelegt. Die Aufzeichnungen ließen aber erkennen, dass 16 von den 18 Fed-Notenbankern eine weitere Straffung der Geldpolitik bis Ende 2023 für durchaus angemessen halten. Und auch der Chef by himself, Jerome Powell, ließ verlautbaren, dass die aktuelle Zinspause nur ein Ausdruck einer weiteren Verlangsamung und nicht einer Beendigung der geldpolitischen Straffung darstellt. Also, wenn man sich daraus einen Reim machen will oder muss, deuten die Vorzeichen wohl auf eine mögliche Zinsanhebung im Ausmaß von einem Viertelprozent auf die Referenzbandbreite von 5,25 bis 5,5% hin. Ob es dann damit getan ist? Nun, man wird vor allem den Makrodatenkranz rund um die amerikanischen Inflationsdaten, dem US-Arbeitsmarkt und der Entwicklung rund um ein mögliches wirtschaftliches Abtauchen in eine Rezession sehr genau beobachten müssen, bevor man Überlegungen in Richtung Zinssenkungen machen kann. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis zum Thema Rezession. Wie wir ja alle wissen, wird als undrückbares Zeichen in der Historie der Kapitalmarktbeobachtung eine inverse Zinskurve, also eine höhere Rendite für kurzlaufende Anleihen versus einer niedrigeren Rendite für langlaufende Anleihen, als Hinweis für eine bevorstehende Rezession gewertet.
Aktuell erreicht die Renditinversion mit einer Differenz zwischen 2- und 10-jährigen deutschen Bundestitel mit 0,88% einen neuen Höchststand und die damit verbundene Rezessionswahrscheinlichkeit neuerlich auftrieb. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Dabeisein, eine erfolgreiche Woche noch und bis zum nächsten Mal. Euer Christian Leinweber.